Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es passt heute alles mit dem Ton. Ich nehme nämlich dieses Mal mit so einem anderen Mikrofon auf. Und beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, habt ihr mich nur auf einem Ohr gehört, quasi nur auf der linken Seite. Ich hoffe, diesmal passt alles und ihr hört mich gut. Heute geht es um dieses wunderschöne hellrote E36 Coupé, wer es schon mitbekommen hat, bei Instagram. Ich gehe nämlich nächstes Wochenende Eisdriften mit den Mädels und da habe ich ein Auto gesucht. Ein Bekannter von mir hat gesagt, hey, ich habe noch einen 328 Coupé, willst du vielleicht mit dem fahren, weil ich ja mit meinen Autos nicht im Winter fahre. Um den geht's auch heute, den müssen wir nämlich so ein bisschen dafür fertig machen. Wir hatten den jetzt einmal schon oben, haben uns die Bremsen angeschaut, die waren tipptopp, beziehungsweise die sind noch tipptopp. Das Auto ist in einem okayen Zustand. Er hat jetzt 130.000 Kilometer runter, dritte Hand. Ist auch wirklich jetzt für mich jetzt nur da, um zu driften. Also das ist jetzt weder noch mein Auto, weder noch Max sein Auto. Wir können auch gerne mal unten drunter schauen, wenn wir da mal ein bisschen was sehen. Ich würde ihn am liebsten gerne kaufen. Echt? Der ist schon, das Auto ist mega. Ja, 328 wird immer seltener. Also es ist schon... Das Ding hat halt auch wirklich Ausstattung. Ne? Ja, da können wir auch gleich mal reingucken. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Der braucht ein bisschen Liebe und dann ist das Ding top. Ja. Was ich auch vorhin schon gesehen habe, also bei dieser Leiste geht mir immer so ein bisschen, das ist so meine Hassleiste bei E36, das ist nicht so mein Lieblingsthema. Diese Leiste ist, naja, schaut euch mal an, was der alles hat. Der hat hinten elektrisch ausstellbare Fenster, volle Hütte, großer Bordcomputer, tipptopp. Und was auch immer mit inklusive ist, ist der hängende Dachhimmel. Den gibt es auch immer gratis mit dazu. Kleine Roststellen habe ich auch schon gesehen. Ich denke, hier hinter den Schweller und Wagenheberaufnahme sieht nicht so gut aus, aber das ist nicht schlimm. Was wir heute machen werden, was halt wichtig ist, gerade wenn wir jetzt so driften und das Auto in ja, so ein bisschen Grenzbereich bewegen werden. Ich weiß es nicht, ich war bis jetzt noch nie Eisdriften. Ich hoffe, es wird cool und der wird nicht so viel leiden. Was wir uns aber auf jeden Fall angucken, ist einmal Kühlerwasser, Öl und was wir auch noch gesehen haben, der drückt hier hinten Öl raus. Werdet ihr sehen, da ist er so ein bisschen nass. Da werde ich jetzt gleich mal alles runterbauen und die Kopfdichtung wechseln. Die Ventildeckeldichtung. Kopfdichtung machen wir heute nicht, da ist der Tag zu kurz. Da hätte ich jetzt auch, glaube ich, keine Lust auf die Kopfdichtung zu wechseln. Die Ventildeckeldichtung, die wechseln wir. Ja, ansonsten, was wir eigentlich auch noch machen wollten, war Wasserpumpe und Thermostat. Aber das ist alles schon neu gemacht. Von daher hoffen wir einfach, dass das nicht kaputt geht und dass wir auf der sicheren Seite sind und dass der uns heil nach Österreich hinbringt, mit uns dort driftet und uns, also wir fahren mit denen auf Achse. Deswegen bringen uns heil dorthin. Aber ich denke schon. E36 ist ein sehr verlässliches Auto. Also zumindest die ich jetzt bis jetzt immer hatte. Die haben mich immer, auch wenn sie kaputt waren, immer nach Hause wenigstens noch gebracht. So, ich will jetzt auch nicht lange weiter rum erzählen. Ich nehme euch jetzt einfach mit und ja, fangen wir an. Also Ventildeckel ist jetzt unten, so schaut das Ganze aus. Ich würde einfach mal einen Meister dazu fragen, was er sagt, wie das Ganze hier ausschaut, weil ich muss ehrlich sagen, in dem ganzen Inneren bin ich noch nicht so drin. Im Schrauben ja, ich bereite vor. Der Meister erklärt, aber wir können uns auch... Ich weiß nicht, wie der Ton ist, wenn ich von hier spreche. Aber die Frage ist, wie findest du denn, dass er ausschaut? Also so jetzt erstmal würde ich jetzt sagen, er schaut nicht schlecht aus. Also ich sehe jetzt nichts, was so kaputt ist oder... Nee, kaputt siehst du auch nicht aus, an den Nockenwellen sieht man jetzt auch irgendwie nichts. Oder würde man jetzt, sage ich mal, Beschädigung jetzt zum Beispiel an der Nockenwelle so Riffel oder so was sehen? Oder? Natürlich, Einlaufspuren kannst du schon sehen, wenn sie vergewaltigt worden ist oder zu wenig Öl drin war oder falsches Öl drin war. Das Einzige, was mich jetzt... Also das halt Einzige, was nicht wirklich schön ist, genau, ist so der Innenreinigungsgrad, sage ich mal, des Motoröls oder des Zylinderkopfs, aber das ist wie gesagt abhängig davon, welches Öl verwendet wurde und damals, also 95, 96,
bis 2000 war halt die Industrie noch nicht so weit, dass sie Öle entwickelt haben, die wirklich eine hohe Innenreinigung haben oder hatten. Und deswegen schaut so aus, aber ist an sich nicht schlecht. Also so Verkrustung hier ist eigentlich relativ normal, genauso wie du gleich sehen wirst oben im Ventildeckel. Aber das kann man jetzt quasi, wenn man jetzt das Öl wechselt, besseres Öl reinkippt, Genau. kann man dann... Genau. Okay. Also wenn du da, sage ich mal, 4, 5 Ölwechsel machst, dann bist du so weit, dass der wieder tippitoppi ausschaut. Ja. Ja, unsere Dichtung ist sehr... Oh, Ich denke, das hört sich doch nach Gummi an. das hört sich auf jeden Fall nach Gummi an. Und hört euch mal das hier an. Einen Moment. Tada! Also da sind schon alle Weichteile raus. Was sehen wir noch? War wenigstens Original-BMW-Dichtung. War noch die erste. Und die erste. So hört sie sich auch an, hat auch, ja, dafür, wo sie vorgesehen war, hat es auch nicht mehr erfüllt. Deswegen bekommt er jetzt von uns eine neue. Und wir werden auch einmal den Ventildeckel schön sauber machen. Denn Max hat ja so ein tolles Gerät. Da werden wir jetzt die ganzen Verkrustungen und alles, haben was hier auch, drin ist. Muss man dazu sagen, zum neuen Testen Reiniger. gerade einen nagelneuen Reiniger. Den gibt es sogar bald wahrscheinlich auf dem Markt. Und da können wir jetzt mal ganz gut testen, ob der das schafft, das Teil wieder sauber zu machen. Ja, ich werde jetzt die Dichtung rausmachen, das noch rausschrauben und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn es anzureinigen geht. Wir werden jetzt anfangen, den Ventildeckel einmal zu reinigen. So schaut er ja jetzt aus und Max hat hier schon seinen Reiniger drin. Den werden wir jetzt einmal komplett einsprühen, damit der Reiniger schon mal wirken kann und alles schon mal ein bisschen anlösen kann. Das lassen wir dann hier ein bisschen noch einwirken. Ich denke mal so um die 5 Minuten. Und dann werden wir mal schauen, was das gebracht hat und vor allen Dingen, wie er danach ausschaut. Bin sehr gespannt. Max hat ja viel versprochen von dem Reiniger. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir sind fertig und so schaut es jetzt aktuell aus. Also ganze Ölverkrustungen sind alle weg. Jetzt ist natürlich ja an manchen Stellen noch ja, die Versiegelung oder was davon innen, die Beschichtung, die früher noch drauf war. Das seht ihr hier auch noch so an manchen Stellen. Aber ansonsten schaut er schon tipptopp aus. Sehr zufrieden. Ja, auch hier der Deckel. Die Schrauben. Nicht schlecht. Nehmen wir jetzt unsere ganzen Teile mit, dann wird alles wieder schön zusammengebaut und dann sehen wir uns gleich nochmal. Wir haben unsere neue Dichtung schon irgendwo rumliegen. Wo liegt sie denn überhaupt? Hier ist sie. Hier funktioniert wieder alles tipptopp, alles wieder elastisch. Die werden wir jetzt drauf machen. Das haben wir euch, glaube ich, in irgendeinem Video auch schon mal gezeigt. Deswegen denke ich, gehen wir da jetzt auch nicht. Weiser E36 325i. Das kann sein, dass es der war, der aus Österreich kam und wieder nach Österreich ging. Genau. Einfach nur auf diese Stellen, die ihr seht, da dehnt sich der Block nämlich unterschiedlich aus. Da kommt Dichtpaste drauf, genauso wie dort hinten. Und ansonsten muss man eigentlich da nichts weiter beachten, außer natürlich die Fläche vorher reinigen. Habe ich jetzt einmal mit Bremsenreiniger gemacht, dass alles schön plan anliegt, dass nachher nicht, wenn eine neue Dichtung drauf macht, dass nicht irgendwo gleich wieder Öl austritt. Sonst habt ihr euch nämlich das alles für umsonst gemacht. Könnt ihr das gleich nochmal machen. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe nämlich gerade schon Anschiss gekriegt. Was kann man dann noch so Schönes sagen? Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind jetzt fertig mit dem Zusammenbauen. So schaut das Ganze jetzt aus. Den Deckel lassen wir übrigens runter, weil die Zündspulen ein Problem mit Hitze haben. Und jetzt gerade, wenn wir vielleicht dann das Drifttraining machen, wollen wir da kein Problem mit irgendwelcher Hitze haben. Wir möchten auch generell nicht, dass der E36 irgendwelche Probleme hat, denn wir fahren ja auch mit dem wieder zurück. Und da soll ja alles passen. Soweit ist jetzt hier vorne alles erledigt. Wir werden noch den Ölwechsel machen. Auf jeden Fall. Dann wird er noch neue Kühlerflüssigkeit bekommen. Und das war's. Dann hoffen wir einfach, der bekommt noch neue Winterreifen. Das bekommt er auch noch. Denn wir sollen ja mit schönen, ordentlichen
schön ordentlicher Winterbereifung kommen. Werden wir auch noch machen. Ansonsten wird jetzt an dem Auto nicht viel mehr passieren. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Video gewesen. Ich freue mich schon riesig auf nächste Woche, auf das Eisdriften. Das habe ich nämlich noch nie gemacht, bin aber, denke, mit dem E36 gut aufgestellt. Die anderen Mädels kommen alle mit einem Quattro bzw. mit einem Allradantrieb. Ich denke, da ist es bestimmt etwas schwieriger als mit einem 28er mit Heckantrieb, da ein bisschen rumzudriften, denn für Allrad brauchen wir doch immer etwas eine höhere Geschwindigkeit. Deswegen denke ich, der E36 und ich sind da gute Partner und werde mich an der Stelle schon bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich nehme euch beim Eisdriften natürlich selbstverständlich mit, zeige euch die anderen Mädels mit, was für Autos die also kommen und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Sonntag. Macht's gut!